Donald Trump hat die neue Gold Card vorgestellt, ein millionenschweres Programm, wo Reiche einen Aufenthalt in den USA bekommen. Da stellt man sich natürlich nun die große Frage als Normalbürger, der in die USA auswandern möchte: Habe ich überhaupt noch Chancen als Normalsterblicher in die USA zu kommen, oder muss man nun immer gleich die Millionen auf den Tisch legen, so wie man es, wenn man Trumps Präsentation glauben soll, ja tatsächlich annehmen kann? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich selbst bin 2008 in die USA ausgewandert und wir helfen seit 2008 Mandanten in die USA auszuwandern. Wir helfen mit US-Visa, Firmengründungen und der ganzen Beratung, die sich dann daraus ergibt, laufende steuerliche Betreuung etc. pp. Unser Office, unsere Kanzlei ist in Austin, Texas, und da organisieren wir auch immer wieder Reisen hin für Mandanten, die sich überlegen, nach Austin, Texas auszuwandern. Erst vor kurzem war ich wieder dort mit einer Gruppe von 10 auswanderungswilligen Unternehmern aus Deutschland, die sich das Ganze einmal aus der Nähe anschauen wollten. Tolle Atmosphäre. Wir haben ein intensives Seminarprogramm gemacht, wo ich genau erklärt habe, was man alles wissen muss zum Thema Steuern, Einwanderungsrecht etc. Dann haben wir natürlich auch Austin selbst kennengelernt. Wir haben Politiker kennengelernt. Wir haben uns mit der Industrie- und Handelskammer in einer kleinen Vorstadt von Austin getroffen. Wir haben dann auch mal Ausflüge gemacht ins Hill Country nach Fredericksburg, einer deutschen Stadt, ungefähr 1,5 Stunden von Austin weg. Live-Musik, Barbecue, war wirklich alles dabei. Texas, meiner Meinung nach der beste Bundesstaat zum Auswandern. Jeder der Teilnehmer bekommt von uns auch dann eine US-Corporation mitgeschenkt im Wert von $3.500. Also, wenn auch du dir überlegst, in die USA auszuwandern, dann ist das eine intensive Woche, die wir regelmäßig veranstalten. Die kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen. Tolle Gemeinschaft, tolle Leute, die du da kennenlernst. Da entstehen echte Freundschaften. Und ich bin immer wieder überrascht, wie positiv überrascht doch eigentlich die Teilnehmer sind. Wie cool es eigentlich ist in den USA, wie freundlich die Leute sind, wie gut das Businessklima dort ist. Wenn man der negativen Presse in Deutschland glauben soll, dann hat man wirklich andere Vorstellungen. Aber wenn auch du dich mit dem Thema auseinandersetzt, dann würde ich mich freuen, dich dort in Austin begrüßen zu dürfen. Alle Termine auf unserer Webseite. Ich werde den Link dazu in die Beschreibung dieses Videos mit hineinkopieren. Aber nun zurück zum Thema. Trump hat die Gold Card vorgestellt, ein millionenschweres Einwanderungsprogramm. Damit wird im Grunde genommen das Aufenthaltsrecht in den USA zu einem Produkt für Reiche. Könnte man meinen, dieser Eindruck entsteht jedenfalls. Zunächst, als diese Gold Card vor einigen Monaten angekündigt wurde, hat man ja noch gesagt, dass er mindestens $5 Millionen investieren muss. Nun reicht aber auch schon 1 Million aus, aber immerhin 1 Million ist auch natürlich ein Riesenbetrag. Und jetzt fragen sich natürlich ganz viele, die in die USA ausgewandert sind, zum Beispiel Unternehmer, Freiberufler, Investoren oder vielleicht auch andere spezialisierte Fachkräfte, zum Beispiel Ärzte, zum Beispiel Wissenschaftler, zum Beispiel Sportler: Kann man überhaupt noch in die USA auswandern oder muss man jetzt immer gleich die Million auf den Tisch legen? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich nochmal auf das ganze Prozedere eigentlich eingehen, auf diese ganze Show, die es da gibt. Wenn man sich das so anschaut, da ist Trump im Oval Office mit seinen Beratern. Stephen Miller war ja da, dann war Howard Lutnick da, der Wirtschaftsminister, und man hat das Gefühl, beide reden so auf Trump ein und Trump nickt nur und er ist gar nicht so hundertprozentig dabei, sagt einfach denen nach, was sie so ihm einflüstern. Das war der Eindruck dieses Meetings da im Oval Office, und da gibt es ja tatsächlich einige. Und dann unterschreibt Trump dieses Dekret hier mit einem fetten Edding, mit einem fetten schwarzen Marker, hält es dann tatsächlich vor die Kamera und sagt: Okay, nun ist das Recht und Gesetz. Wenn du dir so den deutschen Politikbetrieb anschaust, in Berlin, Bundestag, wie das alles funktioniert, Gesetzgebungsvorhaben generell in der Europäischen Union, dann fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Wie kann hier jemand einfach mit einer Unterschrift, sozusagen mit einem Marker, gigantische Gesetzesvorhaben und Änderungen einführen an geltenden Gesetzen? Kann das wirklich überhaupt so funktionieren? Ist das demokratisch oder was sehen wir hier eigentlich? Und das ist natürlich eine sehr gute Frage, und da muss man natürlich tatsächlich sagen, diese Dinge, die dort von Trump unterschrieben werden, diese Dekrete, ob die dann wirklich nachher Bestand haben, das ist wirklich sehr, sehr fraglich. Ja, denn wie gesagt, nur das Parlament, also das heißt in den USA das House of Representatives, kann
dann Gesetze machen. Dem muss dann die obere Parlamentskammer, der Senat, zustimmen. Wie in Deutschland auch. Bundestag, Bundesrat gibt es in jedem Parlament diese beiden Kammern. Das ist das Übliche. Eigentlich kann der Präsident dann nicht hier einfach Entscheidungen treffen und diese Gesetze implementieren. Selbst wenn man jetzt die Macht des US-Präsidenten sehr großzügig auslegt und davon ausgeht, dass der im Vergleich zu anderen Demokratien wahnsinnig viel Macht hat. Das muss man natürlich anerkennen, das ist so. Also einfach hier komplett Gesetze ändern, das wird so nicht funktionieren. Sicherlich kann man davon ausgehen, dass der Kongress, also das heißt beide Parlamentskammern, ihm natürlich sehr wohl gesonnen sind und sicherlich die Gesetze dann auch durchbringen werden. Aber die Mehrheiten sind relativ knapp. Ob das denn wirklich so funktionieren wird, das steht wirklich in den Sternen geschrieben. Trump hatte ja am gleichen Tag die Änderungen am Arbeitsvisumsprogramm H1B verkündet. Dort hatte die Gebühr, die Bearbeitungsgebühr, welche die amerikanische Regierung erhebt, um diese Visa zu bearbeiten, auf $100.000 erhöht. Hier sagt das Gesetz, dass diese Gebühren erhöht werden dürfen, aber im Grunde nur in dem Maße, wie sie für die Deckung der Kosten notwendig sind. Entstehen jetzt wirklich Kosten hier in Höhe von $100.000? Das kann man wohl kaum so sagen. Jetzt wird das irgendwann natürlich auch vor ein Gericht gehen, aber das Problem ist natürlich bei solchen Dekreten dann immer, bis das dann wirklich vor dem Gericht landet, dauert es ja möglicherweise Monate. Und im Grunde entsteht in dieser Zeit bei Unternehmen und bei denjenigen, die dann ein Visum beantragen, natürlich eine große Unsicherheit. Und da werden letztlich dann schon Fakten geschaffen und auch viele Schicksale tatsächlich entschieden. Ich muss mich vor allen Dingen erinnern an die Verkündigung Trumps, dass das Staatsbürgerschaftsrecht geändert wird, dass man nicht mehr einfach die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommt, weil man dort geboren wird. Also ich meine, was im Grunde genommen ja auch Sinn macht. In welchem Land gibt es das noch, dass du dort geboren wirst und dann die Staatsbürgerschaft einfach bekommst? Und wir wissen, dass das in lateinamerikanischen Ländern relativ populär ist, aber in Europa kennen wir das ja überhaupt nicht. Ja, also dass man das ändern will in den USA, da kann man, glaube ich, drüber diskutieren, dass das die richtige Entscheidung ist, aber dann muss das natürlich durchs Parlament gehen und natürlich gab es da auch schon einige Entscheidungen, auch vom amerikanischen Verfassungsgericht, dass diese Regelung so gesetzeskonform ist und der Verfassung entspricht. Nun hat Trump das schlicht und ergreifend hier verkündet. Das wird nun irgendwann auch vor dem Verfassungsgericht landen, ja, vor dem obersten Gerichtshof in den USA, aber das kann noch 2 Jahre dauern. So, was passiert in der Zeit? Das heißt im Grunde genommen, wenn du in die USA auswanderst, sagen wir mal, und du hast doch keine Green Card, sondern nur ein normales Arbeitsvisum und du bekommst ein Kind, was ja passiert. Also ich meine, ich habe in der gleichen Situation Kinder in den USA bekommen, ja, ganz klar. Dass dann diese Kinder möglicherweise ein Problem haben, einen amerikanischen Pass zu bekommen. Ja, klar kannst du als Deutscher natürlich dann bei der deutschen Botschaft einen deutschen Pass besorgen für dein Kind, aber letztlich hat das Kind ja auch Recht auf einen amerikanischen Pass, weil es amerikanischer Staatsbürger ist. Also das hat natürlich dann schon Konsequenzen konkret, auch für Leute, die dort ganz legal wohnen. Viele haben sich dann entschieden zu sagen, naja, vielleicht wird mein Kind besser doch nicht in den USA geboren. Also das sind schon sehr weitreichende Konsequenzen, die hier mit einem Pinselstrich oder einem Filzstiftstrich mehr oder weniger gemacht werden, selbst wenn dann später ein Gericht entscheidet, dass das Ganze wieder rückgängig gemacht wird. Und das müssen wir eigentlich immer natürlich im Hinterkopf haben. Ja, am Ende wird es zu einer Gerichtsentscheidung kommen. Wahrscheinlich werden viele Beschlüsse Trumps dann durch das Gericht im Grunde genommen für ungültig erklärt werden. Aber was in der Zwischenzeit passiert, das hat natürlich schon so seine Konsequenzen. Das muss man ganz klar sagen. Das wird jetzt auch beim H1B-Visumsprogramm so sein. Viele Unternehmen werden jetzt überlegen, ob sie wirklich die Unsicherheit ja auf sich nehmen wollen und nächstes Jahr noch Mitarbeiter über dieses Programm einstellen wollen oder ein entsprechendes Visum für ihre Mitarbeiter besorgen wollen. Und das müssen wir jetzt im Grunde genommen auch bei der Gold Card so verstehen und so im Hinterkopf haben. Ob das dann wirklich so kommt, ja, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Also das ist natürlich auch eine ganz große PR-Übung, die dort gemacht wird. Denn im Grunde genommen verkauft Trump das ja als ein Programm, damit Amerika letztlich Geld verdient an der Einwanderung und Amerika nicht ein Land ist, wo im Grunde genommen minderwertige Einwanderer kommen und der Staat dann immer noch drauflegt. Also, ich meine, ich zweifle stark an, dass das so ist momentan in Amerika, aber das wird natürlich von den Republikanern hochgehalten. Ja. Wir wollen nicht mehr, dass Amerika ausgenutzt wird. Wenn du hier hinkommst, dann musst du ganz ordentlich bezahlen. Das ist ein großes Privileg, dass du in Amerika leben darfst und deswegen musst du dafür richtig heftig abdrücken.
Tatsächlich ist natürlich so, dass die meisten legalen Einwanderer in den USA, auch wenn sie nicht 1 Million auf den Tisch legen für ein Visum, dort sehr viel Geld an den Staat bezahlen, und zwar in Form von Steuern. Ja, das heißt, normalerweise verdienen ja Einwanderer ziemlich gut, wenn man dort als Spezialist in den USA ist oder als Unternehmer. Das heißt, da gibt es hohe Steuern, da werden neue Steuereinnahmen generiert, die werden an den Staat bezahlt. Die meisten Einwanderer, die legal in die USA kommen, liegen nicht dem Staat auf der Tasche, sondern wir tragen hier tatsächlich viel zum Allgemeinwohl bei. Ich bin ja selbst in der Situation jetzt hier als Einwanderer. Ich finde es unerträglich zum Teil, wie negativ hier und wie einseitig und auch schlicht und ergreifend wie dumm, ehrlich gesagt, manche Mager-Anhänger auf hochqualifizierte Fachkräfte reagieren, nur weil sie jetzt zum Beispiel aus Indien kommen. Also als Deutscher muss ich sagen, sind mir noch nie irgendwelche negativen Reaktionen in den USA aufgefallen. Das muss man ganz klar sagen. Das mag nun daran liegen, dass ich 1,80 groß bin, früher einmal blond war und blaue Augen habe. Ja. Aber ich bin in den USA noch nie negativ von irgendjemand behandelt worden aufgrund meiner Herkunft. Und meine Herkunft, die ist sofort klar, weil ich spreche natürlich Englisch mit einem Akzent nach wie vor. Also das heißt, das wird keinem hier verborgen bleiben. Jedenfalls, das ist die Idee hinter dieser Gold Card. Die Leute müssen jetzt mal richtig zahlen. Jetzt wirst du sagen, naja, 1 Million, im Grunde, wenn man das vergleicht mit dem aktuellen EB5 Green Card Programm, wo man ja auch 1 Million investieren muss in ein Unternehmen, in ein Projekt, zum Beispiel ein Hotel, was gebaut wird oder sowas, da ist ja diese 1 Million für die Gold Card eigentlich jetzt gar nicht so viel. Aber Moment, wenn du in EB5 investierst, dann hast du ja normalerweise die Erwartung, dass du dein Geld zurückbekommst. Es ist ja ein Investment. Es sind ja keine Kosten, ja, die du dort bezahlst. Sicherlich, dein Projekt kann natürlich pleite gehen, ja, wenn du in ein Projekt investierst, was nicht besonders gut geplant ist, dann kann es passieren, dass es pleite geht. Und das muss im Grunde auch so sein, denn wenn dein Kapital garantiert an dich zurückbezahlt wird, dann qualifiziert es sich gar nicht für eine Green Card. Das Kapital muss at risk sein. Das heißt, du musst es tatsächlich das normale betriebliche Risiko geben, mit dem jeder Unternehmer konfrontiert ist. Das heißt also, natürlich kann es passieren, dass bei einem EB5-Visum du das Kapital nicht zurückbekommst, aber normalerweise haben die meisten Investoren die Erwartungshaltung, dass sie das Kapital zurückbekommen. Und das ist bei dieser Gold Card nicht so. Das ist eine Gebühr, die du tatsächlich bezahlen musst für einen Aufenthaltstitel in den USA. 1 Million $, ein stolzer Betrag. Jetzt gibt es auch eine Corporate Card, die du kaufen kannst für 2 Millionen $. Also das wurde zumindest so verkündet. Ja? Kaufen kannst du die jetzt noch nicht, aber das war eben auch Teil der Präsentation. Die Corporate Gold Card für 2 Millionen $. Und zwar sind das 2 Millionen$ pro Mitarbeiter, allerdings dann übertragbar. Also mal angenommen, ich möchte jetzt 5 Mitarbeiter in die USA holen, dann kann ich dort 10 Millionen deponieren. Und dann kann ich 5 Mitarbeiter in die USA holen. Mit diesem Programm kann dann diese 5 wieder nach Hause schicken, kann 5 neue holen, ohne neu bezahlen zu müssen. Die Anträge, das ist das Versprechen Trumps, werden in Rekordzeit bearbeitet. Bisher ist das ja immer eine gewisse Zeit, die das dauert. Also gerade bei EB5, was ich vorhin gesprochen habe, kann es Monate, kann es Jahre dauern, bis man tatsächlich dann diese Green Card hat. Wobei vor kurzem ein Mandant von uns innerhalb von 6 Monaten hatte. Ja, also das heißt, es musste nicht immer lang gehen. Aber tendenziell geht es natürlich lange. Und dann gibt es eben auch noch die Platinum Card und das sind 5 Millionen $, die dafür bezahlt werden müssen. Bezahlt, ja. Und dafür kannst du dann in den USA leben und Auslandseinkünfte sind steuerfrei. Das ist natürlich ziemlich interessant, aber die Sache hat einen Haken. Du darfst nämlich maximal nur 270 Tage pro Jahr in den USA sein. Das heißt also, wenn du dir überlegst, du kannst ja auch schon momentan 183 Tage pro Jahr in den USA sein, wenn du noch irgendwo anders einen Wohnsitz hast. Und dann letztlich in den USA bei der Steuerbehörde IRS beantragen, dass du steuerlich veranlagst wird zu Hause und nicht in den USA. Aber nach spätestens 183 Tagen musst du dann dein Welteinkommen in den USA versteuern. Mit dieser Platinum Card kannst du dann bis zu 270 Tage in den USA bleiben. Also du kaufst dir 90 Tage mehr Zeit, um dann dort bleiben zu können. Und dafür zahlst du diese 5 Millionen. Deine Auslandseinkünfte sind dann nicht steuerpflichtig, wie Trump schon angekündigt hat, muss aber dafür im Kongress noch ein Gesetz verabschiedet werden, dass nämlich diese neue 270 Tage Frist eingeführt wird. Ist das eine gute Idee? Wird es da viele Käufer geben für diese Gold Cards, für diese Platinum Cards, für diese Corporate Cards?
Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich meine, es gibt ja noch die ganzen anderen Programme, die meisten unserer Mandanten verwenden, zum Beispiel L1. Also dort kannst du dich letztlich über dein eigenes Unternehmen in die USA transferieren lassen, wenn dein eigenes Unternehmen dort eine Tochtergesellschaft gründet. Du hast E2, das ist ein kleines Investorenvisum. Da investierst du vielleicht 100.000 in dein eigenes Unternehmen in den USA, sind also auch keine Kosten in dem Sinne, sondern ein Investment in dein eigenes Unternehmen. Kannst auch mehr investieren, der Betrag ist nicht vorgeschrieben und dann bekommst du normalerweise das Visum auch sehr verlässlich. Und dann gibt es eben EB5 und auch noch zum Beispiel das E1-Visum, was ein Handelsvisum ist. Also das ist das, was viele unserer Mandanten verwenden. Natürlich gibt es dann auch noch viele andere Green Cards, nicht nur EB5. Es gibt zum Beispiel EB2, National Interest Waiver. Da kannst du selbst letztlich eine Green Card beantragen, wenn du zum Beispiel beruflich und akademisch qualifiziert bist. Dann kannst du ohne Arbeitgeber letztlich die Green Card beantragen, ohne US-Arbeitgeber meine ich, und dann selbst einen Job in den USA suchen. Du hast natürlich auch spezielle Green Cards für Sportler, Wissenschaftler, für Personen mit sogenannten Extraordinary Abilities. Das sind weitere Green Card Programme. Man kann auch angestellt werden als internationaler Manager und dafür eine Green Card bekommen. Also es gibt dort eigentlich jede Menge Optionen, gerade wenn man unternehmerisch tätig ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum man wirklich immer diese Gold Card kaufen würde und dafür 1 Million bezahlen würde. Das ist ein großer Betrag. Selbst Leute, die sehr wohlhabend sind, überlegen sich das doppelt und dreifach, bevor sie sowas ausgeben, wenn sie letztlich das Gebühr bezahlen müssen. Es hat natürlich hier interessanterweise Howard Lutnick, der Wirtschaftsminister, in diesem Meeting schon angekündigt, dass man jetzt in Zukunft die anderen Green Card Kategorien mehr oder weniger auslaufen lassen will, EB5, EB2 und so weiter und so fort. Und dass dann alle im Grunde genommen, die in die USA auswandern wollen, eine Green Card beantragen wollen, tatsächlich dann dieses teure Visum kaufen müssen. Das wäre natürlich schon sehr, sehr, sehr signifikant. Ja. Aber man muss natürlich sagen, du musst ja keine Green Card haben, um in den USA zu leben. Ich hatte ja gerade schon die anderen Kategorien genannt, die anderen Visumskategorien genannt, die es gibt. L1, E1, E2. Also wie gesagt, das sind ja keine Green Cards, das heißt, du hast keine Daueraufenthaltsgenehmigung, das ist für 5 Jahre gültig und dann musst du es neu beantragen. Aber solange du zum Beispiel ein Unternehmen in den USA hast, kannst du das immer wieder beantragen und du bekommst dieses Visum dann. Also ich mache das jetzt seit 2008. Ja, ich hatte nie ein Problem, dieses Visum zu verlängern. Ging sehr schnell, sehr unbürokratisch. Ja, also absolut problemlos, kann man tatsächlich sagen. Ja, sicherlich, du hast keine Daueraufenthaltsgenehmigung. Ich will aber ehrlich gesagt auch keine haben. Ich will ja keine Green Card haben, weil dann bin ich in jedem Fall in den USA unbeschränkt steuerpflichtig, egal ob ich mich dort aufhalte oder nicht. Wer will das schon, wenn er jetzt internationale Einkünfte hat? Ja. So bin ich ja dann in den USA unbeschränkt steuerpflichtig, wenn ich mich dort mehr als 183 Tage aufhalte. In manchen Jahren tue ich dies, aber in den letzten Jahren habe ich es im Grunde genommen nie getan und dann entsteht dort auch keine Steuerpflicht, wenigstens keine unbeschränkte. Das heißt, jetzt unbedingt eine Green Card haben zu wollen auf Biegen und Brechen, ist möglicherweise auch nicht der richtige Schritt und für die meisten nicht wirklich zu empfehlen. Also, Howard Lutnick hat eben angekündigt in dem Meeting, dass im Grunde genommen in Zukunft die anderen Green Card-Typen ersetzt werden sollen durch diese Gold Card. Ich stelle mir das schwierig vor, wie gesagt, weil man muss ja auch sagen, dass die USA ja angewiesen sind auf intelligente Einwanderer. Und ich meine, wenn du besondere Fähigkeiten hast, besondere Talente hast, Berufserfahrung hast, dann ist das genauso viel wert, wie wenn du dort jetzt eben Kapital entsprechend investierst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das kommt. Ich glaube auch nicht, dass die USA damit diese Billionen, ja, oder mehrere 100 Milliarden verdienen werden, die sich dort vorstellen. Das halte ich für sehr schwer persönlich vorstellbar. Also, das heißt, wenn du in die USA auswandern willst, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass in Zukunft die Möglichkeiten wegfallen werden, in die USA umzuziehen, ohne jetzt hier Millionen für ein solches Visum, für eine solche Gold Card ausgeben zu müssen. Aber es bleibt spannend, wie immer, bei allem mit Trump. Man muss jetzt sehen, wie systematisch das wirklich umgesetzt werden kann. Man muss sehen, was die Gerichte sagen. Grundsätzlich bin ich vollkommen für kreative Ideen, wie man solche Dinge umsetzen kann. Grundsätzlich kann ich mir auch vorstellen, dass Leute das machen, gerade wenn jetzt jemand zum Beispiel im Bitcoin-Bereich sehr viel verdient hat, zahlt dann ein paar Bitcoins und dann hat er das Aufenthaltsrecht. Also ich finde natürlich auch die Prozesse, die notwendig sind, um hier ein Visum zu bekommen in den USA,
ziemlich umfangreich, ja. Also ich mag mich erinnern an den einen Mandanten, der uns erzählt hat, sein Antrag für die EB5 Green Card waren 2000 Seiten lang. 2000 Seiten, das musst du dir vorstellen. Abartig. So kann es nicht weitergehen. Das heißt also, hier kreative Ansätze zusammen, was man für neue Visumskategorien einführen kann, da bin ich absolut dafür. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein paar sehr Wohlhabende gibt, die einfach sagen, okay, hier 1 Million, ich will den Aufenthaltstitel gerne haben, aber aus meiner Erfahrung, und ich bin im Bereich seit 2006 tätig, gibt es natürlich viele andere Länder auch. Selbst wenn du sehr viel Zeit in den USA gerne verbringen möchtest, hast du alleine schon mit ESTA ja die Möglichkeit, 90 Tage ohne Visum in den USA zu verbringen. Und das sind nicht 90 Tage pro Jahr. Ja, das heißt, du kannst 90 Tage verbringen, gehst ein paar Monate weg, kommst wieder 90 Tage rein und wiederholst das ganze Spiel. Natürlich auf die Steuerpflicht musst du achten, aber man kann sehr viel Zeit in den USA verbringen, auch mit einem ganz normalen Besuchervisum, ohne dort steuerpflichtig zu werden, ohne dort für gigantische Green Cards bezahlen zu müssen. Natürlich, wenn es dann um die Familie geht, die irgendwo groß werden soll, dann ist das was anderes, aber dann gibt es, wie gesagt, auch die anderen Visumsarten, die ich vorhin besprochen habe. Eine wichtige Sache möchte ich dir zum Abschluss noch sagen. Egal, was du hörst, wie streng die Einwanderungsgesetze sind und dass es da irgendwelche Rates gibt und dass ICE, also die Einwanderungspolizei, so streng ist, unsere Mandanten haben keinerlei Probleme, US-Visa zu bekommen als Unternehmer, als Investoren etc. Also ich würde mich ja nicht verunsichern lassen, wenn du dir das vorstellen kannst, in den USA zu leben. Wenn du das möchtest, dann würde ich sagen, mach es. Die Chancen stehen ziemlich gut. Ich würde sogar tendenziell sagen, dass jetzt ein ziemlich guter Moment ist, denn wie gesagt, viele Deutsche, Österreicher und Schweizer sind aufgeschreckt und sagen vielleicht, ich will jetzt hier nicht eine Green Card beantragen oder ein Visum, was dazu führt konkret, dass die Behörden und die Botschaften, die ja oftmals eben nach Ländern organisiert sind, mehr Zeit haben, als sie sonst haben. Das heißt, die Wartezeiten sind kürzer, was wir ja an dem EB5-Fall, den ich dir vorhin erzählt habe, berichtet haben, oder auch an verschiedenen E2-Fällen, die wir selbst mit begleitet haben. Also, wenn das für dich ein Thema ist, in die USA auszuwandern, dann würde ich mich nicht von dem ganzen Lärm ablenken lassen. Ich würde auch nicht denken, dass du eine solche Gold Card benötigst. Ich würde mir da genau überlegen, welche Visumskategorie am besten zu dir passt. Einige habe ich schon gesagt. Und lass uns sprechen. Wir können gerne ein Beratungsgespräch führen. Ich kann das Ganze im Detail erklären. Wir sind, wie gesagt, seit 2008 in den USA aktiv, haben schon vielen Mandanten geholfen, dahin umzuziehen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.